Wir schauen uns heute den Conservo Distance Magnetrahmen an. Er ist, wie der Name schon sagt, ein Conservo Magnetrahmen mit Abstand hier zwischen Glas und Rückwand. Wir haben ihn entwickelt für besonders schützenswerte dreidimensionale Arbeiten, wie hier eine Urkunde mit Siegel, wie gewellte Büttenpapiere oder auch Gemälde mit einem dicken Farbauftrag oder wenn aus gestalterischen Gründen wie hier eine schwebende Montage ohne Passepartout gewünscht ist. Ja, der Conservo Distance ist ein Magnetrahmen wie jeder Bilderrahmen von uns und entstanden ist er im Grunde genommen innerhalb der letzten Jahre. Seit 2012 gibt es schon den Conservo Magnetrahmen. Das ist auch ein Bilderrahmen speziell für den Museumsbereich mit allen Features, die so unter konservatorischen Aspekten ganz wichtig sind. Und wir haben gemerkt, in den letzten Jahren haben wir ganz viele Anfragen bekommen von Museen, die Sonderausführungen haben wollten, Weiterentwicklungen mit Abstandsleiste, mit Aluminiumrückwand. Und aus diesen einzelnen Projekten raus ist dann im Grunde genommen immer weiter der Conservo Distance entstanden und weiterentwickelt worden, so wie er heute ist. Und den haben wir jetzt zur Serienreife gebracht und da haben wir jetzt einen neuen Rahmentyp in unserem Sortiment. Hintergrund für die Entwicklung des Conservo Magnetrahmens und insbesondere auch für das Conservo Distance Magnetrahmen ist, dass wir so in dem letzten Jahrzehnt eine deutliche Bewusstseinsveränderung hin zur konservatorischen Einrahmung beobachten. Der Schutz des Bildes im Vorfeld wird immer wichtiger. Die Materialzusammensetzung des Rahmens, UV-Schutz des Glases bekommen einen immer höheren Stellenwert, weil es macht ja auch Sinn, Schäden im Vorfeld zu vermeiden, anstatt nachher diese aufwendig restaurieren zu müssen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Restauratoren, die ja die Beschützer des Bildes sind, in den letzten Jahren einfach viel stärker zu Wort kommen und deren Meinung auch in Entscheidungsprozesse viel stärker eingebunden wird. Aber auch nicht nur im musealen Bereich, sondern auch bei privaten Sammlungen beobachten wir, dass der Werterhalt der Sammlung ein viel stärkeres Gewicht bekommen hat in den letzten Jahren. Von außen sieht der Rahmen aus wie jeder Bilderrahmen von uns. Das Besondere ist die Konstruktion im Detail und vor allen Dingen auch die Konstruktion der Rückwand, wo sehr viel Know-how drin steckt. Und das schauen wir uns jetzt im Detail mal an. Der Rahmen ist wie jeder Rahmen von uns ein Magnetrahmen. Das heißt, man kann den Überrahmen ganz einfach von vorne abziehen, denn hier im Inneren sind Magnetstreifen eingesetzt, die dann auf dem metallischen Grundelement haften. Und so lässt sich sehr einfach und schnell einrahmen, man braucht kein Werkzeug oder der Rahmen muss auch nicht umständlich umgedreht werden, was sehr schonend dann auch für das einzurahmende Bild ist. Ja, der Conservo Distance von außen betrachtet sieht er erstmal aus wie jeder andere Bilderrahmen von Halbe auch. Wir schauen den mal von innen an. Ich nehme mal die Glasscheibe runter. Da hat es umlaufend auf den 4 Seiten magnetische Distanzleisten. Die kann man einfach so rausnehmen. Da ist auf der Rückseite der Distanzleiste ein kleiner Neodymmagnet oder vielmehr auf 2 Seiten sind die eingelassen. Dadurch fixiert er sich prima in dem Blechwinkelverbund seitlich. Man braucht da gar nichts irgendwie anderweitig noch zu fixieren. Und in dem Fall haben wir jetzt einen Passepartout-Karton mit der montierten Urkunde mit dem Siegel drin. Und da liegen jetzt noch 2 Passepartout-Kartons unten drunter. Der Rahmen als solches, der ist sehr, sehr flexibel aufgebaut. In dem Fall haben wir jetzt montiert auf dem Karton die Urkunde mit dem Siegel. Da liegen unter diesem Montagekarton noch 2 weitere Kartons drin. Die sind dazu da, um die Einlegetiefe aufzufüllen. Dieses Grundelement vom Conservo Distance ist immer sehr flexibel aufgebaut. Da ist nichts eingeklebt. Die Dinge kann man frei einlegen und wieder rausnehmen und auch später das Innenleben des Rahmens dann nochmal verändern. Eben ist der Begriff Einlegetiefe gefallen. Das ist so ein Spezialbegriff bei uns. Der steht für die maximale Füllhöhe an Materialien, die ins Grundelement eingelegt werden können. Der Conservo Distance ist ab Werk immer für maximale Einlegetiefe ausgerüstet. Die ist je nach Profilstärke bis zu 15 mm. Der Vorteil ist, durch verschiedene starke Materialien, die noch zusätzlich unter das Bild gelegt werden, lässt sich der Rahmen immer an das gewünschte Einlegetiefenmaß anpassen, was ihn super flexibel macht. Standardmäßig ist der Conservo Distance bei den flachen Profilen mit einer 5 mm starken Distanzleiste ausgerüstet und bei den hohen Profilen ist er mit einer 10 mm starken Distanzleiste ausgerüstet. Wenn Sie
mal abweichende Abstände brauchen, wie bei den flachen Profilen eine 10 mm Leiste oder bei den hohen Profilen noch mehr, sprechen Sie uns einfach an. Wir sind ja Hersteller der Rahmen und können so sehr flexibel auch auf Ihre Wünsche reagieren. Ja, die Rückwand des Rahmens, auch ein wichtiges Element, oftmals vernachlässigt, aber doch sehr, sehr wichtig. Beim Conservo Distance ist die Rückwand ein Aluminiumblech. Das ist fest verbunden mit dem Blechwinkelverbund, kann man von hinten prima sehen. Da hat es umlaufend die Aufhängelöcher, die Abstandhalter, die Bildsicherungen. Und dieses Blech als solches ist sehr, sehr stabil und hat eine sehr gute Planlage. Und der große Vorteil von dem Blech ist auch, man braucht keine dicke Rückwandplatte, sondern hat jetzt schon eine sehr, sehr stabile, plane Auflagefläche. Das ist sehr, sehr solide. Man kann mit dünnen Kartons bei der Bildmontage arbeiten und hat so durch diese dünne Rückwand auch den größtmöglichen Platz im Rahmeninneren. Ganz praktisch, wenn man Bilder montiert und viel Varianz im Rahmen haben möchte. Hier auf der Rückseite sieht man die verschiedenen Aufhängelöcher. Es gibt einmal die schrägen Aufhängelöcher und die waagerechten Aufhängelöcher. Die schrägen Aufhängelöcher sind dafür da, falls mal die Nägel oder die Schrauben nicht genau auf eine Höhe gebracht hat, kann man durch seitliches Verschieben den Rahmen nochmal genau ausrichten und in die Waage bringen. Die waagerechten Aufhängelöcher sind dafür da, dass man den Rahmen einfach seitlich verschieben kann, wenn man zum Beispiel eine Block- oder eine Reihenhängung macht und im Nachgang nochmal die Rahmen ganz genau zueinander ausrichten möchte. Hier auf der Rückseite sieht man noch eine weitere Besonderheit des Rahmens, die höhenverstellbaren Abstandshalter. Durch einfaches Drehen lassen die sich in der Höhe justieren und so der Rahmen auch an ungleichmäßigen, unebenen Wänden auch perfekt ausrichten. Ja, wir kommen nochmal zur Rückseite des Rahmens, indirekt zumindest. Es geht um das Thema Bildsicherung. Auf der Rückseite hat es auf allen 4 Seiten in der Mitte ein Schlüsselloch. Da kann man kleine Rahmen an einem Punkt aufhängen. Dieses Schlüsselloch hat aber auch noch einen ganz wichtigen Zweck, wenn ich Diebstahlschutz brauche. Es gibt eine Bildsicherung, die heißt Bildsicherung 4. Das ist eine Grundplatte, die schraubt man fest auf die Wand und in diesem Messingteil, da ist ein Edelstahlstift drin, den kann man 90 Grad hin und her drehen mit einem Spezialwerkzeug und der greift im Grunde genommen in dieses Schlüsselloch von der Rückseite ein und dadurch verkrallt sich dieser Edelstahlstift mit dem Blechwinkel, mit der Rückseite und dann kann ich den nicht mehr einfach von der Wand abnehmen. Unten sichere ich den damit und oben gehe ich normalerweise mit einem Winkelhaken in eines der Löcher oder links und rechts im Regelfalle. Und dann habe ich einmal den Rahmen fest an der Wand gesichert. Oben hängt er im Winkelhaken, unten in der Bildsicherung. Und dann fragt man sich sicherlich noch, jetzt kann ich den magnetisch aber doch nach vorne abnehmen. Dem kann man natürlich auch entgegenwirken. Es gibt auf der Rückseite diese Scheibe, das ist die BS1R. Das R steht für Riegel. Da kommt hier ein kleiner Edelstahlriegel an der Seite raus und der greift in das Aluprofil oder die Holzleiste. Und dadurch kann ich dann den Rahmen nicht mehr nach vorne wegziehen, sondern der ist wunderbar gesichert. Das mache ich zuerst, wenn ich das Bild einrahme. Und beim Hängen benutze ich dann die BS4 und dann ist der Rahmen fest an der Wand. Jetzt haben wir uns alle Features des Rahmens angeschaut und jetzt geht es ans Einrahmen. Das ist ganz einfach. Also man legt erstmal die Füllkartons bzw. die Hintergrundkartons ein. Und darauf wird dann hier das schon montierte Bild einfach eingelegt. Darauf kommen dann die Distanzleisten. Die werden im sogenannten Windmühlenprinzip eingesetzt, sprich die sind alle ein bisschen kürzer. Und die werden dann im Nachgang, wenn man alle eingesetzt hat, in den Ecken zueinander geschoben, dass die nachher auch spielfrei sitzen. Auf die Distanzleisten wird dann das Glas aufgelegt, wenn man so richtig packt, auch ohne Fingerdatschen. Und dann liegt das Glas hier rundherum geschlossen wie so eine Art Wanne und ist dadurch schon mal festgehalten. Der Überrahmen wird einfach aufgesteckt und hält dann schon magnetisch. Die Bildsicherung kann man einfach verriegeln, indem man von hinten hinter das Bild greift und die Riegel dann Richtung Profil nach außen zieht. Ja, und damit hat man auch schon fertig eingerahmt. Ja, ein ganz wichtiges Thema noch beim Bilderrahmen ist das Bilderglas. Da gibt es viele verschiedene Sorten. Einfach ausgedrückt geht es erstmal darum, möchte ich das glänzend haben oder einseitig mattiert als Antireflexglas.
Es gibt interferenzoptisch entspiegelte Gläser, das ist eine Tauchbeschichtung, die funktioniert ähnlich wie ein Brillenglas. Und letztlich sind die Faktoren Farbwiedergabe, UV-Schutz, Bruchsicherheit und solche Dinge immer die im Fokus stehen. Das richtige Glas letzten Endes für sein eigenes Bild muss jeder selber entscheiden. Wir geben da aber sehr, sehr gerne Tipps, welches Glas für welche Anwendung am häufigsten verwendet wird. Und da freuen wir uns einfach auf den Dialog. Den Conservo Distance gibt es in vielen verschiedenen Formaten. Der kleinste fängt bei 13 x 13 cm an und geht dann hoch bis 1,20 Meter x 1,40 Meter. Es gibt 30 verschiedene Normformate oder natürlich auch millimetergenau auf Ihr individuelles Sondermaß hin angepasst. Wenn der Rahmen mal größer werden soll als 1,20 Meter x 1,40 Meter, sprechen Sie uns einfach an und wir schauen dann, was technisch möglich ist, um dann auch noch größere Formate zu realisieren. Den Rahmen gibt es auch in verschiedenen Profilen, das heißt, es gibt verschiedene Querschnitte, es gibt die flachen und es gibt die hohen. Den Rahmen gibt es aus verschiedenen Materialien, es gibt Aluminiumprofile und Holzleisten. Die Aluminiumprofile, die haben sehr schlichte Eloxaltöne, während die Holztöne Naturtöne sind und klassische Farben wie Weiß und Schwarz. Denn unsere Philosophie ist, dass der Rahmen eine Bühne fürs Bild sein soll. Er soll selber nicht vom Bild ablenken und deswegen sind es die klassischen, ganz schlichten Formate, die auch über die Jahrzehnte immer noch zeitgemäß aussehen. Ja, dann geht es noch um die Frage, wie finde ich meinen richtigen passenden Rahmen für mein Bild? Das ist gar nicht schwer. Wir haben auf halbe.de jede Menge Produktinfos für alle Rahmentypen, da kann man die miteinander vergleichen. Es gibt den Rahmenkonfigurator, da kann man die Farben, die Profile, die Größen, die Gläser, alles durchprobieren, sieht immer direkt den Preis für das konfigurierte Produkt, kann Bilder hochladen, kann in die Texturen vom Holz und Aluminium reinzoomen. Es gibt eine 3D-Vorschau, man kann den Rahmen drehen am Bildschirm, also auch von hinten sogar anschauen. Wenn man sein Bild hat, kann man das hochladen und sieht es dann schon mit der Leiste, die man ausgewählt hat, wie es später dann vielleicht mal im Raum hängt. Viel einfacher kann man es, glaube ich, vorher kaum noch machen. Man sieht schon das fertige Produkt, bevor man es hat. Und das gibt, glaube ich, ganz viel Sicherheit bei der Produktauswahl. Zum Schluss stellt sich die Frage, welchen Rahmen verwende ich wann? Heute haben wir vom Conservo Distance Magnetrahmen gesprochen und dabei ist man schon bei konservatorischer Einrahmung, sprich der Rahmen ist für besonders hochwertige, für besonders empfindliche, für besonders schützenswerte Bilder. Natürlich kann man auch die Urlaubsbilder da rein einrahmen, aber das ist an der Stelle auch dann nicht notwendig. Wenn der Abstand zwischen Glas und Rückwand gebraucht wird, dann ist man auf jeden Fall beim Conservo Distance. Der ermöglicht einfach dreidimensionale Objekte zu rahmen oder schwebende Montage ohne Passepartout. Er hat auch den Vorteil, man kann ihn auch ohne Distanzleisten verwenden, indem man einfach einen stärkeren Karton einlegt und macht so aus dem Conservo Distance einen normalen Conservo-Magnetrahmen und kann dann auch schön mit einem Passepartout arbeiten. Die Abgrenzung zum Distance-Magnetrahmen ist, dass der Conservo Distance einfach noch hochwertigere Materialien verfügt und damit absolut perfekt für die konservatorische Bildeinrahmung ist. Und wenn Sie sich für weitere Details interessieren, besuchen Sie unsere Webseite www.halbe.de und wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.